Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf unserem Kanal dhrc.ch. Ja, wie ihr seht, sind wir hier auf etwas mehr als 900 Meter, sind am Nebel entflohen. Ja, und die vielleicht aktiv auf dem Kanal sind bei uns, bei denen ein kleines Excuse. Ich habe die letzten 2 Videos gelöscht und zwar ist das aus folgendem Grund. Ihr habt ja gesehen, es ist ein Chat vorgestellt worden von der DHRC plus einen zweiten Warbird, auch von der DHRC, wo wir euch gesagt haben, wir nehmen euch mit, egal was passiert. Leider ist dort eine riesige Katastrophe vonstatten gegangen, die nicht ganz legal war, so nebenbei. Darum, ein weiterer Punkt ist, dass wir unsere Flugkünste leider noch nicht ganz so weit haben, wie das gewünscht war von uns selber. Und wir uns jetzt ein bisschen darauf beschränken, mit den einfachen Flugzeugen im schwierigen Mode uns richtig Skills anzueignen, damit wir dann parat sind für die komplizierten Flüge. Und durch das habe ich mir überlegt, wir nehmen heute einfach mal alles zusammen mit, was irgendwie auf Arrows Bigfoot Platz hat und drauf passt. Wir haben verschiedene Propeller in verschiedenen Steigungen mit verschiedenen Längen. Wir haben hier so ein super Tuning-Teil, das irgendwie viel zu lang und viel zu dünn ist. Wir werden das alles mal drauf montieren und schauen, wie das Flugzeug fliegt. GoPro dran knallen und ein paar Gabriolen fliegen und euch Bilder liefern mit Flugzeugen, die wir im Griff haben, damit das Ganze auch sauber aussieht. Voilà. Genug geschnurrt, Fisch-RC, QUER-RC, plus noch einen Gast mit Hunger hier auf dem Bötzingenberg. Wir legen jetzt los. Viel Spass und tschüss! So, der erste Versuch ist mit dem Tuning Carbon Propeller, den ich selber zweckgeschliffen habe. Wir werden die GoPro anlassen und es mal ausprobieren. So, der erste Versuch mit dem ersten Akku war gut mit der GoPro und dann braucht es natürlich relativ viel Batterien. Der Fisch-RC ist hier seine Gabriolen am Perfektionieren. Und wir schieben jetzt mal den grössten Propeller drauf und schauen, wie sich das so anfühlt. Genau wie der GoPro her und schauen, ob die Rollen und die ganzen Gabriolen auch so immer noch so einfach machbar sind. Viel Spass!
Aha. So, das sind die zwei Propeller, die wir bis jetzt sind geflogen. Hier seht ihr den allerersten Tuning-Propeller mit dieser krassen Steigung. Hier ist der zweite, der Grau, der nicht von diesem Flugzeug ist, der einfach ein Tick zu lang ist, aber hier schön mit diesen Plastikringen. Und nächste Runde ist der Tuning-Propeller vom Hersteller selber, den sie angeben, der eigentlich fast ähnlich aussieht wie der Original-Propeller. Den bin ich auch schon geflogen, der funktioniert nicht schlecht. Ich zeige euch auch heute schnell, wie das tut mit dem. Viel Spass!